Ich präsentiere Ihnen hier eine Auswahl meiner wirkungsvollen Trainingsvideos. Sie sind zusammengefasst in einer in sich schlüssigen Trainingseinheit von ca. 30 Minuten, also einer inhaltlich und zeitlich gut zu bewältigenden Tagestrainingseinheit. Alle Übungen in diesem Video bewegen sich auf ungefähr einem Level, sodass Sie keine Bedenken haben müssen, dass es auf einmal viel zu schwer oder viel zu leicht für Sie wird. Anhand der Farbskala, die ich auf den Titelbildern Thumbnails verwende, können Sie die jeweilige Schwierigkeitsstufe des Trainingsvideos schnell erkennen. Die Farbe Weiß ist für Anfänger. Das Schwierigkeitslevel entwickelt sich dann in Pfeilrichtung mit den Farben immer weiter, bis zur Farbe Schwarz für die Experten. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Training. Los geht's! Jetzt ist der Bauch dran. Der Schwerpunkt hierbei ist die Bauchmitte. Dazu winkel ich meine Beine an und hebe wenn Sie merken, wenn Sie die Beine anwinkeln, merken Sie, dass Sie hier unten auch wieder aus dem Hohlkreuz kommen. Ich lege die nochmal runter und dann kann ich hier unten schon fast unter dem Rücken hergreifen. Das sollte nicht sein. Ich will aus dem Hohlkreuz rauskommen, darum winkel ich die Beine an und habe sie ungefähr hier so im 90° Winkel und hier unten das Hohlkreuz ist auch schon so gut wie weg. Jetzt startet die Übung mit dem Kopf und den Schultern, die ich hochhebe, so hoch wie es geht. Und ich schaue dabei immer nach oben an die Decke und gehe langsam wieder runter. Und ich mache es nochmal. Die Hände, die sind ja irgendwo am Kinn, an der Brust, wo sie nicht stören. Gehe hoch, schön langsam, so hoch wie es geht. Schaue nach oben und gehe langsam wieder runter. Das waren jetzt 2 von 20, schön langsam Wiederholung. Die Beine dabei immer angewinkelt lassen. Und 3, schön hoch, also so hoch wie sie kommen und können. Und langsam wieder runter. Der Kopf darf auch zwischendurch wieder abliegen. 4. 5. 6. Gehe auch ruhig wieder ganz runter. So eine ganz kurze Verschnaufpause. 6. 7. Und wenn ich
hier unten in dieser Position bin, dann merke ich auch, dass die Luft auch automatisch wieder in meine Lunge einströmt. Und sobald ich wieder hochgehe, dann drücke ich die Luft auch schon wieder aus meiner Lunge raus. A. Und ich atme wieder ein. 9. Wir können die Hände auch hier oben weiter hinlegen. Dann wird es aber auch ein bisschen schwerer, weil sie hier oben mehr Gewicht haben. 10. Wenn Sie hier die Hände hier unten hinlegen, haben Sie noch weniger Gewicht. 11. Ab 10 wird es immer etwas schwieriger. Das ist gut so. Ich glaube, wir waren jetzt bei 12. Schön langsam. 13. 14. 15. Und ich kann auch noch einen kleinen Kick geben, wenn ich hier oben versuche, einen ganz kurzen Moment zu bleiben. 16. Jetzt komme ich wieder aus der Komfortzone raus. Es wird schwieriger, ich merke es. 17. 18. 19. Oh ja, das merke ich jetzt hier im Bauch schon gut. 20. Und immer schön oben an die Decke schauen. Super. Ich trainiere jetzt meine hinteren Oberarmmuskeln, also meine Trizeps. Dazu nehme ich mir eine Matte, damit meine Knie, die gleich hier ihren Drehpunkt haben, eine weiche Unterfläche haben. Und ich stelle mich mit meinen Oberschenkeln so hin, dass sie senkrecht auf der Matte stehen, und meine Arme sind auch senkrecht. Und meine Hände, die lege ich so zusammen, und auf der Matte, da habe ich den Druckpunkt meiner Arme hier auf den Ballen und nur auf den Ballen.
Und in dieser Position lasse ich jetzt einmal mein Gewicht hier Richtung Hände abfallen und drücke mich wieder nach oben. Jetzt haben wir einmal die Position meiner Beine und meiner Arme und meiner Hände. Und jetzt nehmen wir noch hinzu die Position des Beckens. Und zwar gehe ich nicht so in diese Trainingseinheit, sondern ich drehe mein Becken und gehe dann so in diese Trainingseinheit. Das ist absolut rückenschonend und kräftigt zudem auch noch den ganzen Beckenbereich inklusive dem unteren Rücken. Dann lasse ich mich wieder auf meine Hände runter und drücke mich wieder langsam hoch. Jetzt habe ich 2 Wiederholungen von 20. Und jede Wiederholung wird schön langsam ausgeführt. 3, 4, 5, 6. Die Ellenbogen dürfen dabei ruhig bis ganz unten auf die Matte runtergelassen werden. 7. 8. Sie darauf, dass Ihr Becken in der richtigen eingedrehten Position bleibt. 8. 9. 10. 11. Und je langsamer Sie diese Wiederholung machen, desto größer ist der Trainingseffekt. 13. 14. 15. 16. Jetzt bin ich aus der Komfortzone raus. Es wird bedeutend anstrengender. 17. 18. 19. 20. Anstrengend. Schön anstrengend. Super.
Jetzt trainiere ich meine Bizeps, also die vorderen Oberarme. Ich nehme mir dafür einen stabilen Türrahmen, stelle meine Füße parallel an den Türrahmen. Meine Hand greift auf Schulterhöhe den Türrahmen. Mit dem Becken gehe ich leicht nach außen. Meine linke Hand, die brauche ich hierbei nicht, die lege ich auf den Rücken. Ich versuche mit dem Becken ungefähr auch parallel zum Türrahmen zu bleiben und lasse mich dann an meiner Hand hängen. Dann drehe ich den Ellbogen nach oben und ziehe mich langsam ran. Das war jetzt einmal von 20. 2. 3. Den Ellenbogen immer schön nach oben machen, damit eine gute Spannung auf den Bizeps kommt. 4. 5. 6. 7. Je langsamer wir diese Trainingseinheit machen, desto stärker ist die Beanspruchung des Muskels. Ich glaube, wir waren jetzt bei 8. 9. 10. 11. So, ab 11 wird es immer ein bisschen schwieriger. 12. 13. 14. 15. 16. So, ab dem 16. komme ich auch aus der Komfortzone raus. 17, dann wird es nochmal extra schwer. 18. 19. 20. Das war der eine Arm. Jetzt kommt der andere. Ich stelle meine
meine Füße wieder parallel neben den Türrahmen, lege die Hand, die ich jetzt nicht brauche, wieder auf den Rücken. Die linke Hand, die hält auf Höhe des Türrahmens, die hält sich da fest, und mein Becken drehe ich wieder leicht nach außen und trotzdem bleibe ich mit dem Becken ungefähr parallel zum Türrahmen. Dann ziehe ich mich wieder ran und behalte den Ellenbogen möglichst hoch, damit ich viel Spannung auf dem Bizeps bekomme. So, jetzt habe ich 1 von 20, 2, 3, 4, 5. Ich mache immer den Ellenbogen so hoch wie es geht, also dass möglichst hier gerade ist, und habe dadurch eine sehr hohe Spannung auf dem Bizeps. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es beginnt anstrengend zu werden. 12. 13. 14. 15. 16. Ich bin jetzt wieder aus der Komfortzone raus. Ich merke das deutlich. 17. 18. 19. 20. Anstrengend. Super. Die nächste Trainingseinheit ist überwiegend für den seitlichen Bauch. Dafür nehme ich die Beine hoch, ungefähr im 45-Grad-Winkel, stütze mich hier an der Seite ein bisschen ab, weil das brauche ich gleich. Ansonsten haben die eigentlich nichts zu tun, aber sie halten die Balance.
Dann kann ich mit dem Kopf hochgehen. Das unterstützt es noch mal ein bisschen, dass ich nicht im Hochkreuz bin. Dann lasse ich meine Beine zur Seite fallen, bis auf den Boden. Mit den Schultern versuche ich schon auf dem Boden zu bleiben. Dann gehe ich mit den Beinen auf die andere Seite. Und schon jetzt merke ich, hier ist ein schönes Ziehen. Das ist wunderbar. Jetzt habe ich 1 von 20 und weiter geht's mit den anderen 19. Immer schön langsam. Hier halte ich nur die Balance und die Knie bleiben schön angewinkelt. 2 und das Ganze schön langsam. 2. 3. 3. Wenn Ihnen das mit dem Kopf zu schwer ist, können Sie ihn auch auf den Boden legen, das geht auch. 4. 4. 5. 5. Die Schultern bleiben auf dem Boden. 6. 6. 7. 7. Dadurch, dass Sie die Knie Richtung Brustkorb ziehen, sind Sie hier nicht im Hohlkreuz und tun Ihrem Rücken damit etwas Gutes. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 15.
14, 15, 15, 16, 16, 17, es wird anstrengender, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Super. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen und abonnieren diesen Kanal. Dann verpassen Sie kein neues Video von mir und kommen schon bald Ihrem Wohlfühlkörper ein bisschen näher. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Ihr Lars Positivdenker.